Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, meine wissbegierigen Freunde, ich habe neue Informationen für euch, die wahrscheinlich jetzt so noch gar nicht großartig draußen sind. Denn zufälligerweise bin ich eben gerade ganz kurz bevor der Stream zu Ende gegangen ist, auf den Stream von Marvin Clifford aufmerksam geworden, der auf Twitch gestreamt hat. Und dort hatte er Karikaturen oder neue Shakes and Fidget Zeichnungen gezeichnet und dadurch, dass das mit Einverständnis quasi mit Shakes and Fidget übereinstimmt, so sag ich mal, durfte er neue Gegner schon live im Stream quasi zeichnen. Also man konnte quasi zusehen, wie neue Gegner gezeichnet werden, die dann später hier ins Spiel reinkommen. So wie der Prozess dann abläuft, wie er da rangeht und ja, dann hat er so nebenbei mit seiner Community so gequatscht und hat so nebenbei dann halt so die Gegner gezeichnet und ich bin dann da noch schnell, kurz bevor Schluss war, dann noch reingeschlittert gerade so und hatte dann mal auch nachgefragt, so, ob das denn neue Gegner sind, irgendwie neue Dungeon-Gegner oder so. Und ja, was soll ich sagen, er hatte dann auch geantwortet gehabt und hat gesagt, Shakes and Fidget hatte mir die Erlaubnis gegeben, so zu sagen, das hier schon so zu zeigen, wie ich die Gegner zeichne, und das werden 10 neue Gegner für einen neuen Dungeon werden, und zwar für einen Dungeon aus der griechischen Mythologie. Ja, also ist es sozusagen schon offiziell, dass ein Update kommt, wussten wir ja sowieso, haben wir ja schon gemutmaßt, dass da jetzt bald was auf uns zukommen wird. Und jetzt wissen wir halt auch safe zu 100%, dass es einen griechischen Dungeon gibt, ja, an der griechischen Mythologie angelehnt. Und für die Leute, die es auch ganz brennend interessiert, ich habe auch 2 Screenshots gemacht. Und zwar einmal hier, also gut, wer sich jetzt nicht spoilern lassen will, gut, ist jetzt zu spät. 2 Gegner hatte er schon fertig gezeichnet, mehr oder weniger, oder zumindest angefangen. Das ist der Marvin hier, ein ganz, ganz, ganz netter Zeitgenosse, wirklich sehr sympathisch und so sieht das Ganze aus. Das sieht mir nach einem Neptun-Verschnitt aus irgendwie und auf jeden Fall wird das hier einer von den Gegnern sein, die wir dann im neuen Dungeon begrüßen dürfen. Und dann haben wir noch ein zweites Bild. Also wie gesagt, wer sich da nicht spoilern lassen will, der guckt jetzt einfach mal weg, ja. Aber ich denke mal, euch wird es auch brennend interessieren. Da haben wir hier so einen Zyklopen. Zack. Und das sind die 2 Gegner, die er heute im Stream gezeichnet hat. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant und vor allen Dingen auch sehr cool, da so mal zuzugucken, wie das Ganze so entsteht, wie er da rangeht, so an die Entstehungsweise und sowas. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und wir wissen halt jetzt dadurch zu 100%, dass wir halt einen neuen Dungeon bekommen. Ja, das wird wahrscheinlich nur ein Teil von den neuen Update werden. Wir hatten ja auch schon was von dem Hütchen-Mini-Spiel gehört gehabt und da wollte ich euch auf jeden Fall nur mal informieren, dass das jetzt offiziell ist, sozusagen, dass hier im Hintergrund schon dran gearbeitet wird an den Dungeon-Gegnern und dass der Marvin das Ganze hier für Shakes and Fidget zeichnet, ja, für das Game, dass die dann da reinkommen. Und er hat halt gesagt, dass es 10 neue Gegner sind, dass 10 Gegner in dem Dungeon, oder dass er 10 Gegner zeichnen muss, 10 Monster muss er zeichnen, das heißt also, im Prinzip wird es ein Dungeon werden, der nur in Anführungszeichen 10 Etagen besitzt, ja, wahrscheinlich dann auch wieder in der Licht- und in der Schattenwelt. Stellt sich mir jetzt aber natürlich die Frage, so, jetzt kommt nämlich das Brainstorming. Ne? Jetzt könnte man schon ein bisschen weiter in die Zukunft denken. Wenn ein neuer Dungeon ins Spiel kommt, stellt sich mir jetzt die Frage, wo passt der jetzt noch hin? So, wir hatten vor einer Zeit mal gesagt oder überlegt gehabt über eine neue Etage, eine neue Ebene, irgendwie so gemutmaßt, was kann man machen, geht das hinter der Mauer hier weiter oder kann man hier an dem Schiff, kann man da irgendwie draufdrücken und das fährt dann zu einer anderen Insel und da gibt es dann neue Dungeons oder so. Es gibt eine Schattenwelt, eine Lichtwelt, gibt es auch sowas wie eine Wolkenwelt oder keine Ahnung, irgendwas so, ne? Hatten wir ja schon viel gemutmaßt drüber und spekuliert und auch Ideen, Vorschläge gesammelt. Es wurde für März ein großes Update angekündigt. Ende Februar kommt ja ein neuer Server mit einem kleinen Update.
und März kommt ein großes Update. Wenn das so ein großes Update ist und es kommt jetzt ein neuer Dungeon ins Spiel, auf diese Karte hier, die jetzt sowieso schon so überladen ist, hier der letzte Dungeon Nordische Götter wurde hier schon so hingezwängt, wo soll jetzt der nächste hin? So. Und da denke ich mir jetzt mal so, es könnte doch wirklich sehr gut sein, dass mit diesem großen Update, was kommen wird, es eventuell eine neue Dungeon-Karte geben könnte. Ihr habt zuerst gehört bei mir. So, keine Ahnung, ob das kommt. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Wir können nur spekulieren. Mehr können wir nicht machen. Was wir auf jeden Fall safe wissen, es wird ein neuer Dungeon ins Spiel reinkommen über die griechischen Götter. Und das war es soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall erstmal weiterhelfen mit der Information. Kleines Update-Video. Und das sind auf jeden Fall krasse News, denke ich mal. Und alles Weitere ist dann erstmal Zukunftsmusik, sag ich mal so, ne, was denn danach folgen wird, ob es wirklich sowas kommt mit einer neuen Karte oder so, keine Ahnung. Gut, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.